Hallo zusammen. Heute möchte ich euch verschiedene Bereiche von der App zeigen und ich habe da ein Whiteboard, wo ich euch das am besten aufzeigen kann. Wir beginnen sofort. Es ist zum Beispiel möglich, dass ein Unternehmen verschiedene Kunden hat, Stammkunden, und es ist ihm möglich, dass er personalisierten Inhalt an die verschiedenen Personen bringt. Zum Beispiel diese Person ist nur interessiert in Hamburger, oder die andere Person ist nur interessiert in Menüs, Tagesmenüs. Und so kann ein Unternehmen, ohne irgendwelche Daten von den Nutzern zu erhalten, sich einfach matchen mit diesen Kunden und so personalisierten Inhalt an seine Stammkunden bringen. Es geht weiter, schau weiter. Auf dem nächsten Bereich siehst du mehr. Hallo zusammen. Nächste Präsentation. Es geht jetzt darum, was ein Nutzer mit dieser App machen kann. Du hast zum Beispiel deinen Chat, wo du mit deinen Freunden kommunizierst, wo zum Beispiel deine Freunde verschiedene Interessen haben. Du hast zum Beispiel mit jemandem das Interesse Fußball, und so kannst du nur an die Leute, die Fußball mit dir teilen, auch den personalisierten Text senden. So kann man zum Beispiel seine Freunde über einen Fußballevent informieren, ohne den Aufwand zu haben, dass man jedes Mal jede Person schreiben muss. Wir erzählen euch weitere Möglichkeiten in dem nächsten Video. Bis später. Nun erzähle ich euch, wie es funktioniert, dass man zum Beispiel für einen Event mehr Personen an seinen Event einladen kann, die daran interessiert sind. Das funktioniert ungefähr so. Das ist die Person, die etwas verteilen will. Sie verteilt das an sein Netzwerk, das bedeutet an seine Kollegen zum Beispiel. Und dann, wenn diese Kollegen dieses Interesse Fußball zum Beispiel haben und weitere Freunde in dieser Region sind, die auch das Interesse Fußball teilen, kann die Werbung weitergehen an die nächste Person. Und so kann man eine große Menge an Personen erreichen, die alle daran interessiert sind. Und wenn sie nicht daran interessiert sind an so einem Event, dann haben sie zum Beispiel ein anderes Interesse mit diesem Freund, was zum Beispiel Bowling sein kann. Und so erreicht die Nachricht, dass man zu diesem Fußballevent kommen soll, erreicht viele Personen, die daran interessiert sind. Wir erzählen dir mehr, schau doch das nächste Video. Bis später. Nun, woher kommt dieses Konzept? Dieses Konzept kommt davon, dass man Mund-zu-Mund-Werbung macht. Das bedeutet, ich erzähle es einem Freund und der Freund teilt es weiter und jeder Freund weiß, was seine Freunde gerne haben. Also ist es eine personalisierte Inhalt über zum Beispiel diesen Fußball-Event. Und so kann das eine große Menge an Personen erreichen. Es kann sehr skalierbar sein und es fördert auch noch die Einsparung von Zeit, da du nicht jede Nachricht lesen kannst und musst in einem Chat, sondern du kannst einfach nur das, was dich interessiert, abhören. Wie das genau aussehen wird, wirst du in einer späteren Version der App sehen, wo du zum Beispiel Sprachnachrichten senden kannst oder Videonachrichten. Das ist noch alles in Bearbeitung, aber das Grundkonzept, dass man einen Inhalt von Person zu Person weiterteilt, ist gleich wie eine Mund-zu-Mund-Werbung. Und so funktioniert unser System. Das ist Person zu Person, M to M, Mensch zu Mensch, Mouth to Mouth. Okay, wie funktioniert das Ganze? Es beginnt so, dass eine Person seine Interessen in der App auflistet. Man kann aus bestehenden Interessen auswählen oder kann selber Interessen-Communities erstellen. Dann
hat es andere Personen, die auch ihre Interessen, vielleicht ein bisschen weniger Interessen, weniger Aufwand betreiben und so in ihrer App speichern. Dann bei einem physischen Kontakt oder im Moment beim Versenden von einem QR-Code von Person zu Person wird ein Match generiert, zum Beispiel mit diesem und diesem Interesse und mit diesem und diesem Interesse. Aber das dritte Interesse ist nicht das gleiche, sie haben keine Gemeinschaft. So entsteht ein Matchcoin. Und warum ist das zurzeit nur ein Point, Matchpoint? Weil der Coin keinen Wert hat. Wir müssen einen Wert generieren. Und dieser Wert generiert sich einerseits aus den Daten, was aber nicht mit dem normalen Finanzsystem möglich ist. Und darum brauchen wir Investoren. Investoren, die normales Fiat-Geld, sagt man dem, in das System einbringen. Sie können zum Beispiel dieses Keyword, das Sie offerieren an die Nutzer, dass sie sich damit verbinden, mit Geld bespielen und so dem Nutzer für seine Daten vom ersten Tag an Geld bereitzustellen. Aber es kann auch anders laufen. Es kann auch sein, dass die Nutzer den Wert ihrer Daten verstehen und somit diese Investoren gar nicht da sein müssen, denn das System funktioniert von Person zu Person zu Person. Und wenn natürlich keine Investoren kommen müssen und du jetzt zum Beispiel damit startest, dann gewinnt auch jeder seine 100% Wert von Daten. Also das Beste wäre, wenn du jetzt startest direkt und einfach deine Interessen in der App speicherst, das sind deine Daten. Auch bei diesem Match geschieht es nicht so, dass diese Daten auf irgendeinen Server kommen. Das ist alles in deinem Telefon. Bei dem Match entsteht einfach eine Verknüpfung dieser zwei Daten und dass dieses Telefon weiß, dass es an das andere Telefon diese Nachricht weiterleiten kann, falls es mit diesem Keyword verbunden ist. Nun, warum brauchen wir Investoren oder warum könnte es auch ohne diese Investoren funktionieren? Es geht einfach genau darum, wie Geld funktioniert schlussendlich. Wenn wir jetzt das normale Geld anschauen, das ist eine Note, die hat vielleicht 20 Franken Wert. Und wenn man diese 20 Franken hat, bedeutet das, dass man eigentlich einen Wert, der die Zentralbank zur Verfügung stellt, gesichert hat, dass man diesen 20 Franken vertrauen kann. Und das sagt eigentlich nur diese Stelle hier, die Zentralbank. Und jetzt bei uns funktioniert das so, dass eigentlich die Daten den Wert haben. Das wäre sozusagen die Zentralbank, sind die Daten. Ohne diese Daten zu besitzen. Sie wissen nur, wie viele Daten auf der Welt zusammen gematcht sind. Und so entsteht ein Wert. Dieser Wert kann auch diese 20 Franken sein. Bei uns heißt das einfach dann der Matchcoin. Und dieser Matchcoin können im Moment Investoren kaufen. Das bedeutet, sie kaufen sich in das gesamte System ein, dass sie von dem ganzen System einen Profit verdienen können und somit halt den Nutzern den Wert ihrer Daten minimieren. Also geht es eigentlich jetzt darum, wer ist der Erste, der seine Interessen zu matchen beginnt, weil dann können wir sogar diese Coins ohne Investoren aufbauen und die Daten haben einen Wert, das weiß jeder von uns und so könnten wir auch starten. Es liegt jetzt ganz klar an dir zu entscheiden, willst du ein Investor sein, willst du deine Daten mit anderen Menschen verknüpfen, das ist anonym, du hast keine, die Daten gehören dir und so, es gibt diese zwei Wege. Jetzt von dir möchte ich am liebsten unten in den Kommentaren wissen, welcher Weg dir am meisten gefällt und ich werde dementsprechend versuchen, entweder Investoren zu suchen oder mehr Personen für das System zu
animieren. Okay, jetzt möchte ich euch erklären, was der Unterschied ist zwischen unserer Finanzwelt und der Finanzwelt, die im Moment existiert. Wir haben zum Beispiel diese 20 Franken, Fiat-Geld sagt man denn, das von einer Zentralbank gesichert ist, dass diese 20 Franken jetzt den Wert haben und in Zukunft seinen Wert haben werden. Jetzt bei uns ist das etwas anders. Bei uns hat man die Daten, die, wie ihr alle wisst, einen Wert haben, und diese Daten werden mit Investoren entweder gesichert, also dass hier die Daten einen Wert haben, wie es bei der Zentralbank ist, dass die Investoren Geld bereitstellen, um diese Daten zu sichern. Nicht sichern im Sinne von, dass diese Daten sicher sind, sondern dass diese Daten einen Wert besitzen. Oder dass die Leute verstehen, dass diese Daten einen Wert haben und in Zukunft einen viel größeren Wert haben werden und die Daten an und für sich den Wert sind. Und das wäre dann dieser Matchcoin. Dieser Matchcoin kann entweder mit den Investorengeldern gesichert sein oder er kann seinen Wert einfach durch seine Natur gewinnen, indem dass er die Daten den Wert sind. Und diese Daten generieren jeden Tag einen Profit, da Unternehmen diese Daten nutzen wollen oder auch Personen diese Daten nutzen wollen, um personalisierten Inhalt an ihre Kontakte zu senden oder über ein Netzwerk von Kontakten diese Daten zu Personen außerhalb des Netzwerks zu bringen. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass wenn man 7 Kontakte hat, die ganz individuell sind auf der Welt, dass man jede Person erreichen kann auf der Welt. Man kann jede Person auf der Welt erreichen, wenn man über 7 Kontakte geht. Was der Sinn ist, über 7 Kontakte kann sein, dass man über diese Kette von 7 Personen die richtige Person findet, aber kann auch sein, dass man über andere Netzwerke die Person schneller findet oder halt einen größeren Weg macht, um diese Person zu erreichen. Im Grundsatz besteht die Regel, dass man über 7 Kontakte, wenn jeder Kontakt wüsste, welcher Kontakt der andere hat, könnte man jede Person auf der Welt erreichen. Und das bedeutet, Daten, Verknüpfungen haben einen riesengroßen Wert. Und das möchte ich euch weiter zeigen in den verschiedenen Videos, die ich euch zeige. Wir starten klein, wir haben eine kleine Lösung, wo wir zum Beispiel nur die ersten Netzwerke nutzen zurzeit, was zum Beispiel sein kann, dass man nur seinen Freunden schreibt, aber das schon jetzt ganz anders als in allen anderen Systemen, denn es ist personalisiert. Egal was wir machen, ob es Nachrichten sind, ob es ein Zeitungsartikel ist, den personalisiert zu der Person kommt, es ist ein Inhalt. Wir sagen dem Content. Und dieser Content kommt zu jeder Person, die sich dafür interessiert und sich mit den vorherigen Personen verknüpft hat. In weiteren Videos möchte ich euch noch weitere Bereiche zeigen. Nun möchte ich euch erklären, was der Unterschied ist zwischen zentralen Daten und dezentralen Daten. Zentrale Daten ist zum Beispiel, was Google macht. Sie haben ein Zentrum, sie wissen alles über jede Person. Und
Und zwar über jeden, die ein Android-Telefon hat. Hier sind sehr viele verschiedene Daten. Nun, das ist zentralisiert. Es gibt keine weitere Stelle, wo zum Beispiel diese Person hier davon profitieren kann, von diesem ganzen Netzwerk. Und bei uns ist das anders. Wir haben auch dieses Konzept, aber bei uns gibt es keine. Wir haben auch das Datenkonzept. Wir besitzen aber keine Daten. Denn alle besitzen Daten. Jeder Nutzer besitzt Daten. Das sieht wie ein Netzwerk aus von verschiedenen Personen, die miteinander verknüpft sind. Und so kann trotzdem jeder Inhalt kann theoretisch zu jeder Person gelangen, aber das ist ja nicht das Ziel von einem Netzwerk, denn sonst hat man Spam. Bei uns funktioniert das dann so, dass jetzt zum Beispiel diese Person mit dieser Person das gleiche Interesse hat und mit dieser Person das gleiche Interesse hat, aber auch mit dieser Person, die weitere Personen hat, die das gleiche Interesse haben. So bespielen wir nicht das ganze Netzwerk mit irgendwelchen Inhalten, ob es ein Zeitungsartikel ist oder ob es eine Nachricht ist, die von Person zu Person kommen muss, oder ob es eine Werbung ist, die ein Unternehmen publiziert. Es ist bei uns personalisiert und kommt nur dort an, wo es auch eine Person interessiert. Das sind bei uns die sogenannten Keywords. Und diese Keywords, die haben einen Wert, sobald sie gematcht sind. Was bedeutet, eine Person und eine andere Person haben das gleiche Interesse und machen einen Match. Sie sind beide interessiert an zum Beispiel Bowling. Und Bowling ist eine Community. Bowling bedeutet, dass zum Beispiel alle Leute, die interessiert am Bowling sind in dieser Region, weil sie sich miteinander verknüpft haben, können zusammen sich jeden Sonntag treffen und können mal einen speziellen Event machen. Und so funktioniert das System, dass eigentlich nur alle Leute, die sich mit diesen Interessen in diesem Netzwerk verbinden, auch die personalisierten Werbungen erhalten. Es sind nicht Werbungen, es sind Inhalte. Klar, es gibt Unternehmen und du kannst dich auch mit Unternehmen verknüpfen, denn vielleicht bist du auch interessiert an verschiedenen Spezialangeboten von einem Unternehmen oder ist ein Freund, der ein Unternehmen hat und du willst viel mehr informiert sein, wenn er einen Event macht. Spoiler. Ich erkläre euch dann einmal mehr, warum ich dieses Thema nehme. Zum Beispiel dieses Unternehmen, das ist eine Band. Sie hat über Facebook Werbung an mich geschickt und ich bin ein guter Kollege von dem Schlagzeuger hier. Und ich würde lieber die Werbung direkt von der Band bekommen, als das über Facebook mit einer Anzeige zu bekommen. Und sie sogar noch Geld verlieren durch das. Geld ausgeben müssen für diese Werbung. Deshalb verknüpft euch mit Unternehmen, die euch gefallen und ihr bekommt die personalisierte Werbung von diesem Unternehmen und ihr könnt davon profitieren. Wie zum Beispiel hier, dass ich diesen Release sicher nicht verpasse. Darum, es hat auch Vorteile, sich mit einem Unternehmen zu verbinden, denn auch du verdienst noch mehr Geld damit, wenn du dich mit verschiedenen Unternehmen verbindest, die dann Werbung oder einfach auch personalisierten Inhalt in das Netzwerk einschleusen können und so eine große Anzahl von Personen erreichen können. Jede Person davon profitiert, da er die Werbung anschaut und diese Werbung weiterteilt an sein Netzwerk, aber nur an diese Leute, die wirklich auch interessiert sind an diesem Interesse. So funktioniert das Ganze. Was generiert dieses System? Es generiert ein Matchcoin. Das ist unsere Währung, unsere Punkte, unser Punktesystem, wie
die Punkte verteilt werden unter den Leuten. Je mehr Inhalte verteilt werden, je mehr Matchcoins können generiert werden, je mehr Verknüpfungen gemacht werden, je mehr Matchcoins gibt es. Und es gibt einfach dann ein Verbrennungssystem, denn wir können nicht unendlich viele Coins generieren, sonst hat der Coin nie einen Wert. Und darum gibt es einen Verbrennungsmechanismus, der in dem System eingebaut ist, dass jedes Mal, wenn etwas gekauft wird mit diesem Coin, werden wieder Coins verbrannt. Und so funktioniert das System und so haben wir ein Ökosystem, das für alle den Profit bringt und auch den Nutzen bringt, dass personalisierter Inhalt von Person zu Person zu Person richtig ankommt. Ich habe ein kurzes Beispiel von meiner Zeit früher. Da ging es darum, dass ich ein Unternehmen hatte, eine Kleidermarke, und mit dieser Kleidermarke wollte ich durchstarten und so habe ich es an alle meine Freunde gesendet, wie man es kennt. Und vielleicht die Hälfte der Leute wäre interessiert gewesen an dieser Kleider. Und die Rest haben sich meiner Meinung nach darüber aufgeregt, dass ich ab und zu wieder diesen Inhalt mit ihnen teile. Mit diesem System wäre das nie passiert. Denn ich hätte mich mit den verschiedenen Personen verknüpft und das System hätte gewusst, dass diese Person nicht daran interessiert ist. Oder dass diese Person hier sehr daran interessiert ist und unbedingt jede Möglichkeit informiert werden möchte, wann ich etwas poste zum Beispiel. Und das war ein kleines Beispiel aus meiner Zeit, warum das ein sicher sehr gutes System ist, wovon jeder profitieren kann. Personalisierter Inhalt hat Vorteile, man spart Zeit und man spart Geld schlussendlich. Für Unternehmen, wenn die Werbung am richtigen Ort ankommt, oder für dich selber, weil du Zeit sparst und nicht 1000 verschiedene Ads anschaust in Facebook oder Google oder Instagram. Weiter geht es mit weiteren Videos. Ist gut, ist gut. Jetzt erkläre ich euch, wie Mund-zu-Mund-Werbung funktioniert und wie es funktioniert, wenn man damit Geld verdienen kann. Mund-zu-Mund-Werbung bedeutet, dass man von einem Unternehmen weiß, wo ein gutes Produkt hat. Und man das bin ich, und ich das meinem Freund weitergebe. Und dieser Freund vielleicht in diesem Unternehmen einen Besuch abstattet. Ob es eine Bar ist oder ein Restaurant oder ob es ein Shop ist. Jetzt, was bringt das dem Unternehmen? Das Unternehmen profitiert von Werbung. Der Nutzer profitiert davon, dass er einem Freund etwas weitergeben kann und dieser Freund dadurch vielleicht genau das Produkt findet, das er gesucht hat. Er findet, was er sucht. Und so kann man auch damit Geld verdienen, wenn man dem Unternehmen sich verbindet, einen Match generiert, jetzt in unserem System, und sich mit seinen Freunden über Interessen verbindet und dadurch einen geschlossenen Kreis stattfindet, wo der Kunde hier einkaufen geht und dadurch beide einen Anteil von der Provision erhalten. So entsteht ein Mund-zu-Mund bezahlter Kreislauf, Mund-zu-Mund-Werbungskreislauf, der bezahlt ist. Und das ist ein Teil unseres Konzeptes. Jeder kann das nutzen, jeder muss das nicht nutzen. Das System funktioniert in verschiedenen Varianten. Aber das ist eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Zusätzlich zu dem Geld, das man mit den Matchcoins durch das Verknüpfen und das Bilden eines Netzwerks gewinnt. Jetzt, wie funktioniert das in verschiedenen sonstigen Szenarios? Es gibt zum Beispiel das Szenario, dass Personen diesen Inhalt weiterteilen an weitere Personen und niemand darin interessiert ist oder dass es nur eine Information ist an alle und das kommt bei jedem an
ganz personalisiert. Ohne den Kreis zu schließen, kann man davon profitieren, dass man personalisierten Inhalt von einem Unternehmen bekommt. Man kann auch sagen, ich möchte diesen Inhalt nicht erhalten und kann diese Verknüpfung zum Beispiel zu diesem Interesse von diesem Unternehmen nicht mehr erhalten. Man möchte lieber über diese Person von einem anderen Unternehmen informiert werden, das das gleiche Produkt hat, aber einen anderen Inhalt, zum Beispiel eine Pizza, die nur in diesem Unternehmen Interesse zeigt. Dass diese Person lieber nur diese Pizza hat, anstatt die Pizza von dem Unternehmen hier. Das ist eine Möglichkeit, die es hat im System. Und es gibt noch viele weitere Zyklusse und das zeige ich euch in weiteren Videos. Was ist ein Matchcoin? Matchcoin ist eine dezentrale Währung, die Wert hat durch die Daten, die jeder Nutzer dem System zur Verfügung stellt. Jetzt nicht falsch verstehen, dass man seine Daten dem System zur Verfügung stellt. Nein, bei uns ist das ein Peer-to-Peer-System, was bedeutet Person zu Person oder Maschine zu Maschine, Mensch zu Mensch. So wie Mund-zu-Mund-Werbung funktioniert. Ich gebe etwas weiter an meinen Freund, weil ich die gleichen Daten weiß. Und so entsteht ein dezentrales System, wo insgesamt einen Wert hat. Das ist mal das erste. Insgesamt hat es dann einen Wert, das ist der Matchcoin. Und im Detail gibt es vielleicht verschiedene Interessen, verschiedene Communities, zum Beispiel hier die grüne Community oder die rote Community, wie schon hier gezeigt. Und so kann auch die rote Community zum Beispiel einen Wert haben. Das wäre im Falle von diesem System hier zum Beispiel die Community von Bowling. Die hat einen Wert, da es Nutzer hat, die von gleichen Interessen informiert werden möchten, im gleichen Netzwerk seine Inhalte teilen möchten, etc. Und zum Beispiel die grüne, was könnte sein? Pizza. Diese Leute sind alle interessiert an Pizza und das ergibt sozusagen eine Community von Pizza-Essern. Oder auch Unternehmen, die sich in dieses System einschleusen und ein paar Kunden, die sich mit diesen Unternehmen verbinden, um auch eine Pizzeria, zum Beispiel in einer Pizzeria zusammen essen zu gehen. Da kann das Unternehmen einen Event veranstalten und so seine Community in sein Lokal bringen. Das Ganze ist der Matchcoin und im Detail sind es Keywords, die miteinander verknüpft werden, von Person zu Person. Diese Daten weiß keine Person in diesem Netzwerk. Es bist du alleine, der seine Liste hat von Interessen, können noch andere Interessen sein, die vielleicht nicht in dem Netzwerk vorhanden sind. Und das ist alles nur in deinem Telefon. Wie wird das verbunden mit anderen Personen? Das möchte ich euch in dem nächsten Video zeigen. Dem sagt man Zero Knowledge. Das heißt, ich weiß eigentlich nichts, aber wir beide wissen das Gleiche. Und so funktioniert das System. Jetzt in den nächsten Videos erkläre ich euch das mit dem Zero Knowledge Proof oder Zero Trust Proof, wo es darum geht, dass
niemand dem anderen vertrauen muss. Denn er alleine besitzt die Daten. Jede Person besitzt seine Daten selber. Gut. So, jetzt erzähle ich euch, was es bedeutet, einen Zero Knowledge Proof zu haben oder einen Zero Trust Beweis zu machen. Für alle in Deutsch, Zero heißt Null und Trust heißt Vertrauen. Das bedeutet, du musst kein Vertrauen haben in andere Personen. Und trotzdem Zero Knowledge Proof und trotzdem kannst du, ohne etwas zu wissen, etwas prüfen und etwas beweisen, dass zum Beispiel Memory, ich kann jetzt zum Beispiel beweisen, dass diese zwei Sachen das gleiche sind. Nein, kann ich nicht, weil es ist nicht das gleiche. Wo zum Beispiel wir zwei verschiedene Sachen haben, aber dass beides das gleiche ist. Oder wo wir zwei gleiche Interessen haben, aber das dasselbe ist. Und so, wenn zum Beispiel die erste Person sagt, ich habe gerne Rollerblades und die andere Person auch sagt, ich habe gerne Rollerblades, dann haben diese zwei zusammen einen Matchcoin und sie können so einander informieren über dieses Interesse. Und wie funktioniert das Ganze? Diese Person muss dieser Person nur beweisen, dass er diese Karte besitzt, ohne zu zeigen, was darin ist, und diese Person dasselbe und einfach die Gemeinschaftlichkeit gibt dann schlussendlich den Proof, dass das beides schlussendlich das gleiche ist, auch wenn es ein bisschen unterschiedlich aussieht. Und so entstehen Matchcoins. Wir können verschiedene Interessen nehmen. Wir können zum Beispiel noch die Skifahren. Wir können Skifahren und können dadurch eine Verbindung herstellen. Und so kann man sich mit Freunden treffen zum Skifahren. Das ist ein Zero Knowledge Proof. Ich kann es prüfen, dass es das gleiche ist, aber ohne dem anderen seine Daten zu wissen. Und ich muss niemandem vertrauen, da ich als Person die einzige Person bin, die weiß, was dieses Teil bedeutet. Und das ist in diesem Fall ein Rollschuh. Ein Zero Knowledge Proof kann so generiert werden und das generiert einen Matchcoin, weil dadurch ein Wert entsteht, dass diese Person das gleiche prüfen kann, dass die andere Person das hat. Und so einen Inhalt weitergeben kann. Unser System funktioniert circa genau gleich wie zu zweit Memory spielen, ohne dass du die Karte zeigst an die andere Person. Zum Beispiel, ich habe die Karte Rollschuh und mein Freund hat die Karte Rollschuh. Sieht vielleicht nicht ganz genau gleich aus, aber ist ein Rollschuh. Und so kann ich und mein Freund beweisen, dass das und das gleiche ist. Und so einen Match generieren. Jetzt, man kann verschiedene Interessen haben, zum Beispiel Rollschuh, Zugfahren oder Skifahren und so Matches generieren. Wie bei einem Memory, diese zwei Karten gehören zusammen
Und wie bei einem Memory, das man zu zweit spielt, ich weiß nur diese Karte und diese Person weiß nur diese Karte, aber zusammen ist es das Gleiche. Es ist ein Zero-Knowledge-Proof. Und so muss ich kein Vertrauen haben. Also ist es auch ein Zero-Trust-Proof. Also ich muss der anderen Person nicht vertrauen. So erstellt man Matches und alle diese Matches können einen Wert generieren, da diese Person und diese Person das gleiche Interessen haben und über diesen Kanal von Person A nach Person B einen Inhalt geteilt werden kann. Also funktioniert es wie Memory zu zweit spielen. Jetzt, ich kann noch viele mehr verschiedene Beispiele bringen: Skifahren, Eisenbahnfahren, also Zugfahren oder Rollschuhfahren. Das bedeutet, man kann eine Liste von seinen Interessen in der App haben und das sind Daten, die ich mit einer anderen Person, die auch eine Liste hat von Interessen, von Daten, abgleiche. Im Moment funktioniert das über einen QR-Code und so kann ich und er meine Interessen zusammen abgleichen. Es geht dann weiter. In Zukunft gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie diese Daten gematcht werden können. Wir sagen dem Data Mining. Wir meinen Daten, wir bauen Daten ab, wir verbinden unsere Daten mit anderen Personen. Ich zeige euch im nächsten Video, was die Zukunft bringt und wie das funktioniert, dass diese Daten einen sehr, sehr großen Wert in der Zukunft haben werden. Und jetzt kannst du anfangen, deine Interessen in der App zu speichern. Du kannst sozusagen eine Community bilden über die verschiedenen Interessen, wie zum Beispiel das Zugfahren, dass du gerne mit Freunden Zug fahren gehst. Du kannst zum Beispiel das Interesse Skifahren in deiner Liste speichern. Und so können wir starten, dass diese Daten einen Wert bekommen. Ich erkläre dir das nächste in dem nächsten Video. Jetzt möchte ich euch aufzeigen, wie dieses System in Zukunft funktioniert und wie es im Moment funktioniert. Wir haben zum Beispiel diese Matches. Da ist ein Interesse gespeichert in meinem Telefon und ein Interesse in dem Telefon des Freundes. Und dieses Interesse wird zusammen über einen QR-Code gematcht. Also ich zeige meinen QR-Code an meinen Freund und mein Freund zeigt seinen QR-Code an mich. Und so erstellen wir zusammen einen Match. Dem sagen wir Data Mining. Wir meinen Daten, wir bauen Daten ab, so wie man zum Beispiel im Bereich Bitcoin sagt, dass man Bitcoins meint, was bedeutet, dass man fast wie früher mit dem Pickel Gold abgebaut hat, werden heutzutage mit dem Computer die richtige Lösung gesucht. Und so bei uns funktioniert das im Moment mit dem QR-Code, dass wir diese Daten meinen. Und in Zukunft wird das so laufen, dass man durch die Straße läuft, man hat einen Weg und man trifft andere Personen auf diesem Weg. Und zusammen mit diesen Personen kann man über Bluetooth Matches generieren. Man kann einstellen, dass man zum Beispiel nur mit seinen Freunden Matches generiert. Aber man kann auch sagen, man ist ganz offen und macht das mit jeder Person, so dass man, wenn man durch die Straße läuft, Daten meint, anonym. Und so ein großes Netzwerk entsteht, wo diese Daten dazu gebraucht werden, um von Person zu Person einen Inhalt zu teilen. Über den schnellstmöglichsten Weg, was bedeutet, wenn wir jetzt hier diese Situation haben, dass eine Person sich mit anderen Personen gematcht hat, aber diese Personen auch direkt einen Match haben, dann findet es den schnelleren Weg über
eine Stufe, anstatt über eine weitere Stufe zu gehen. Aber das System findet den Weg von A nach B. Und das nur über diese gematchten Daten. So kann man mit Bluetooth in Zukunft ein passives Einkommen generieren, ohne etwas dazu zu tun. Man kann die App einfach herunterladen und die App läuft im Hintergrund, man macht seine Interessen herein und so generiert man dieses Data Mining. Im Moment braucht es noch ein bisschen Aufwand, da das System zurzeit noch mit dem QR-Code funktioniert, aber es hat auch die Vorteile, dass man jetzt mit seinen Freunden Interessen matchen kann und über diese Interessen eine Community bilden. So, sonst werde ich in weiteren Videos erklären, was das auf sich hat und wie das funktioniert. Bis dann. So, jetzt erkläre ich euch, wie das System im Moment funktioniert und wie es in Zukunft funktionieren wird. Wir haben zum Beispiel diese zwei Interessen, Skifahren, und wir generieren einen Match zwischen diesen zwei Interessen über einen QR-Code. Das heißt, ich gebe meinem Freund meinen QR-Code und mein Freund gibt mir seinen QR-Code und wir erstellen so einen Match über diese verschiedenen Interessen, die wir haben. Nun, in Zukunft ist die Idee, dass jede Person entscheiden kann, wie öffentlich er seine Daten will. Es ist nicht öffentlich im Sinne von, dass jeder das weiß, sondern öffentlich im Sinne von, ich will mich mit dem ganzen Netzwerk der Welt verknüpfen oder ich will zum Beispiel nur mit meinen Freunden mich verknüpfen. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Jetzt im Moment schreibe ich mal auf, was die erste Möglichkeit ist, wenn man sich mit allen Leuten verknüpfen will. Das funktioniert über Bluetooth. Da wird ich laufe zum Beispiel durch die Straße und treffe auf Leute und da wird ein Match generiert beim Austauschen dieser Interessen mit diesen Personen. Und so kann ich Matches generieren, automatisch, und so ein passives Einkommen bekommen in Zukunft, da diese Daten gemeint werden. Mining bedeutet abbauen, dass man eigentlich dieses Gold, diese Daten abbaut, dass man da möglichst viele verschiedene Daten mit anderen Leuten verknüpft, um in Zukunft von A nach B eine Nachricht zu senden über diesen Kanal, der entstanden ist, dass sich diese Person mit dieser Person getroffen hat und diese Person mit dieser Person getroffen hat. Und das System sucht dann den einfachsten Weg von A nach B zu kommen. Das kann sein, dass diese Personen hier auch eine Verknüpfung haben, aber über ein anderes Interesse und so nur dieser Inhalt direkt hierher kommt. Und darum ist es am einfachsten, wenn man wirklich alle seine Interessen in der App eingibt. Diese Daten gehören dir. Du kannst selber entscheiden, ob du das eben, eine andere Situation, ob du das nur in deinem Freundeskreis machst und alle anderen Personen, die außerhalb sind, auch wenn die sich mit dir treffen und eine Bluetooth-Verbindung herstellen, macht das keinen Match, da du entschieden hast, dass du das nur mit deinen Freunden machen willst. Und so kannst du auch in der App Freunde, wie in einem Social Media, sich verknüpfen mit Freunden. Das machst du manuell, du gibst ein, welchen Freund du treffen willst, oder du kannst auch einen QR-Code von deinem Freund einscannen und so dich verknüpfen. Und die Daten werden dann automatisch mit diesen Personen abgeglichen, jedes Mal, wenn ihr euch trefft. Und so kann ein perfekt personalisierter Inhalt von Person A zu Person B kommen. Dies hat einige Vorteile. Personalisierter Inhalt kann zum Beispiel sein eine Einladung zu meinem Geburtstag. Und da kann ich personalisiert ein Bild machen, das genau auf die Interessen von meinem Freund zutreffen, damit dieser Freund auch interessiert ist, an das Geburtstagsfest zu kommen, weil man zum Beispiel Bowling spielen kann
weil wir in die Bowlinghalle gehen und dieses Interesse auf dem Post, den ich mache, um die Freunde einzuladen, darauf enthalten ist. So seht ihr die Zukunft, das ist das Bluetooth und den QR-Code, den wir zurzeit haben. Das ist das System, was im Moment verfügbar ist mit unserer App. Und ihr könnt eure Interessen schon jetzt mit Freunden verknüpfen und so einen Wert generieren. Ich erkläre euch mehr in weiteren Videos. Warum solltet ihr dieses System nutzen? Weil es verschiedene Unternehmen gibt, die dank Marketing, das viel Geld kostet, ihre Produkte verkaufen können an viele Leute. Und die kleinen Unternehmen leider einsterben. Es gibt so viele Unternehmen, die ihre Kunden verlieren an Großunternehmen, die halt einfach erstens das bessere Marketing haben oder das Produkt für einen günstigeren Preis anbieten können als die kleinen Unternehmen, wo halt sehr hohe Preise haben, da sie weniger Produkte verkaufen. Darum, das System hilft dabei, dass auch dieses kleine Unternehmen ein super Marketing aufbauen kann und ihre Inhalte, ihre Werbung, ihre Informationen an viele Leute bringen über ein dezentrales Datensystem. Und so profitiert eigentlich jeder. Erstens, weil die Produkte von den Kleinunternehmen nicht teurer werden müssen, weil das Unternehmen floriert, weil es besser läuft. Und einen riesen Vorteil, der Großkonzern wird weniger Profit daraus schlagen, Werbung zu machen, denn alle diese Leute sind nicht interessiert von Werbung. Sie wollen ein Produkt. Ein gutes Produkt, das ihr Problem löst. Darum schreibe ich jetzt hier mal Problem. Sie wollen, dass ein Unternehmen ein Problem löst. Auch das kleine Unternehmen kann dieses Problem lösen oder dieses Produkt anbieten. Genau gleich wie es das große Unternehmen das kann. Aber es hat einfach große Nachteile, wenn immer nur noch größere Unternehmen entstehen. Ihr seht es draußen in der Straße, alle kleinen Restaurants gehen ein und nur noch die großen profitieren. Und so bin ich dafür, dass wir ein dezentrales System aufbauen, wo es auch den dezentralen Weg gibt, dass ganz viele kleine Unternehmen auch ihre Produkte in einer guten Qualität zu ihren Kunden bringen können.